Hallo, ich heiße Shahab Bezumi. Ich bin Videokünstler und Hyperlapse-Fotograf. In diesem Film werden wir die Kunst des Hyperlapsings näher betrachten und auch detailliert auf die Möglichkeiten der Nachbearbeitung am Rechner eingehen. Hyperlapse, was ist das? Was versteht man darunter? Viele kennen den Begriff als neuartige Zeitraffertechnik, bei der man einen Punkt auf einem Objekt anvisiert, während die Kamera zwischen den einzelnen Aufnahmen jeweils schrittweise versetzt wird, um den klassisch statischen Zeitraffer mit der nächsten räumlichen Dimension zu erweitern. Normalerweise wird das mit motorisierten Slidern realisiert, die doch im Unterschied zum Hyperlapsing nicht diese Flexibilität und vor allem die Längen der Kameraflüge erlauben, wie man sie mit dem Hyperlapsing realisieren kann. Hyperlapse, das ist aber auch noch viel mehr. Man kann es auch als eine Art Meditationsübung oder sogar Sportart betrachten, da man sich dabei, ähnlich wie beim Bogenschießen, voll und ganz auf einen einzigen Punkt und den jetzigen Moment konzentriert. Da es die Konzentration und auch die Körperbeherrschung fordert, wäre es sogar für therapeutische Zwecke und als Gruppenaktivität geeignet. Das wirklich Schöne am Hyperlapsing ist nämlich, dass man jeden seiner Schritte sogar sichtbar machen und die Ergebnisse mit seinen Mitmenschen teilen kann. Hyperlapsing ist für alle Altersstufen und jeden Geldbeutel geeignet. Ich selbst habe mir damals mit einem wasserfesten Marker ein Fadenkreuz auf mein Kameradisplay gezeichnet, um damit die Objekte anzuvisieren. Und es hat hervorragend funktioniert. Glücklicherweise haben heutzutage die meisten Kameras Gitterlinien sowohl im Live-View als auch im Sucher, um damit wirklich präzise auf die Objekte zielen zu können. Hyperlapses gibt es in den unterschiedlichsten Variationen und für die verschiedensten Anwendungsgebiete. Solche, die mit Stativ gemacht werden oder freihändig, mit einfachen Kompaktkameras oder schwerem Gerät. Welche, die sehr, sehr lange dauern und sich manchmal sogar über Stunden oder Tage erstrecken können. Oder auch schnelle und kurze Hyperlapses, die in wenigen Minuten realisierbar sind. Der Kreativität und Experimentierfreude sind beim Hyperlapsing wirklich keinerlei Grenzen gesetzt. So werden wir etwas später in der Reihe auch auf die Makro-Hyperlapse-Fotografie eingehen und auch einen kurzen Rundflug nach Miami zu Oliver Kmier machen, der sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Drohnen-Hyperlapsing auseinandergesetzt hat. Zuerst jedoch werden wir eine kürzere Hyperlapse durchführen, die ich zwecks dieses Videos in meiner Heimatstadt Kaiserslautern aufgenommen habe. Als allererstes suchen wir uns ein Objekt aus. Google Earth kann manchmal sehr hilfreich dabei sein, einen ersten Eindruck von der Umgebung rund um das gewünschte Objekt zu bekommen. So kann man durch die Luftaufnahmen schon auf Anhieb erkennen, auf welcher Seite sich Hindernisse befinden, die das Blickfeld auf das gewünschte Objekt verdecken würden. Für den Anfang suchen wir uns natürlich erstmal ein komplett freistehendes Gebäude aus, das rings um sich herum überhaupt nicht von Hindernissen verdeckt wird. Wir gehen die geplante Strecke erst einmal grob ab und suchen uns auch gleich einen Zielpunkt auf dem Objekt selbst. Ein Zielpunkt, welcher die ganze Zeit über sichtbar bleibt und auch im besten Fall niemals vom Objekt selbst oder dessen Teilen durch die später zunehmende Perspektivänderung durch das Hyperlapse verdeckt werden könnte. In diesem speziellen Fall wählen wir den oberen quadratischen Bereich des Gebäudes, auf dem sich die Antennen befinden, da wir diese später beim Tracking sehr gut nutzen können. Die weiße quadratische Fläche wird auch vom Autofokus hervorragend erkannt, somit kann ich mich voll und ganz auf das Zielen und meine Schritte konzentrieren. Bevor es mit dem eigentlichen Hyperlapse losgeht, führen wir noch ein paar Einstellungen an der Kamera durch. Das sind einmal die 3 Werte für Belichtungszeit, Blende und ISO, wobei es zu beachten gilt, dass wir die Blende auf einen Wert einstellen, der identisch bleibt, ganz gleich wie weit wir mit unserem Objektiv rein oder rauszoomen. Zusätzlich holen wir uns den virtuellen Horizont in den Live-View. Aber nicht nur dorthin, sondern mit der Funktionstaste auch noch in den Sucher. Auf diese Art und Weise kann man sogar während dem Hyperlapsing
relativ gut sehen, ob man sich noch in der Waage befindet, ohne mit dem Auge vom Sucher zu weichen und das Objekt aus den Augen zu verlieren. Je nachdem, ob wir mit oder ohne Stativ arbeiten möchten, schalten wir die Vibrationsreduktion unseres Objektivs ein bzw. aus. Bei handgehaltenen Hyperlapses ist die Vibration Reduction teilweise sehr nützlich. Bei Hyperlapses mit Stativ jedoch führt die Vibration Reduction häufig zu verwackelten Bildern und bei Langzeitbelichtungen mit Graufilter ist diese gänzlich ungeeignet. Insbesondere bei Hyperlapses mit allmählicher Brennweitenveränderung ist es wichtig, die korrekte Position des Fokusmessfeldes zu definieren, bevor man loslegt. Eine im Nachhinein vorgenommene Positionsveränderung stellt sich meist als schwierig und umständlich heraus. Aus diesem Grund ist es ratsam, schon vorab genau zu definieren, was und wie viel vom Objekt von Anfang bis Ende der Komposition zu sehen sein soll. Mehr als einmal geriet ich versehentlich an das Steuerkreuz der Kamera und veränderte somit die Position meines Messfeldes, was dazu führte, dass ich dann, ohne es zu merken, den Rest der Zeit ganz genau daneben zielte. Generell gilt es also, die Position der Fokusmessfelder stets im Auge zu behalten. Nun gut, wenn die Einstellungen alle stimmen, die Akkus voll sind und der Intervall zwischen den Bildern entschieden ist, beginnen wir unsere ersten Schritte. Wir laufen hier von links nach rechts über eine Strecke von ca. 180 Metern. Das Objekt in ca. 1 Kilometer Entfernung ist stets in unserem Blickfeld. Foto um Foto machen wir jeweils einen bequemen, aber möglichst gleichmäßigen Schritt nach rechts und blicken dabei durch das Okular. Da wir relativ weit weg sind, sollten unsere Schritte nicht zu dicht beieinander sein. Wir möchten schließlich auch eine perspektivische Veränderung bemerken. Aber Vorsicht, auch nicht zu sehr mit den Abständen übertreiben, da wir sonst am Ende unserer zugänglichen Bahn angelangt oder außerhalb der Sichtweite des Zielobjekts geraten sind. Dabei aber viel zu wenige Einzelbilder gemacht haben, sodass unser Hyperlapse viel zu kurz wird. Jedes Mal, wenn wir das Messfeld über die weiße quadratische Fläche bewegen, drücken und halten wir den Auslöser halb durch, was die VR aktiviert und auch fokussiert. Wenn wir akkurat genug zielen, halten wir die Luft an und lösen sofort aus, machen dann einen Schritt nach rechts, zoomen leicht rein, legen wieder an und wiederholen den vorangegangenen Vorgang so lange, bis wir am Ende unserer Strecke angekommen sind. Dank der Vibrationsreduktion fällt das Zielen auch ohne Stativ hier jetzt relativ leicht und wir können den Intervall von ca. 7 Sekunden nahezu gleichmäßig einhalten. Bei freihändigen Hyperlapses rate ich daher vom Intervallometer ab, da man mal ein bisschen länger und mal ein bisschen weniger Zeit benötigt, bis man wieder anlegen kann. Die Arme bleiben dabei in einer Art Schussstellung, halb angespannt und eng am Körper und bewegen sich möglichst gleichförmig. Die Bewegungsabläufe sind also generell so zu machen, dass sie immer gleichmäßig vonstatten gehen. Bevor wir also mit einer bestimmten Geschwindigkeit anfangen, sollten wir uns sicher sein, dass wir diese dann auch über mehrere Minuten oder mehrere Stunden hinweg konstant einhalten können. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Stativ-Hyperlapsen. Außer dass man hier viel größere Zeiträume und längere Strecken bewältigen kann als mit der handgehaltenen Variante. Die Methode impliziert automatisch ein ruhigeres und präziseres Vorgehen. Während man beim Handheld das Visier eher ruhig über den Zielpunkt gleiten lässt, um dann im bestmöglichen Moment auszulösen, wird hier jetzt vor jedem Bild alles genauestens ausgerichtet, geprüft und dann per Fernauslöser betätigt. Auch ist hier die Nutzung von Intervallometer und Graufilter oder der Spiegelvorauslösungsfunktion möglich und auch sinnvoll. Man sollte hier jetzt einfach alles in allem etwas mehr Zeit zwischen den Belichtungen einkalkulieren, um im Rhythmus zu bleiben. Ich würde sagen, ca. 15 bis 20 Sekunden sind ein guter Richtwert für den Anfang. Ich würde mich auch immer für Getriebestativköpfe entscheiden, da sich hier das Spiel zwischen den beweglichen Einzelteilen nicht auf das Ausrichten auswirkt. Hier muss man nach dem Feinjustieren nämlich nicht wieder irgendeinen Verschlussmechanismus betätigen, der unsere zuvor so mühevoll justierte Zielrichtung wieder verstellt. Während ich bei freihändigen Hyperlapses das Okular benutze, finde ich, ist der Live View beim Stativ-Hyperlapsen doch die bessere Wahl,
Da wir uns ohnehin mehr Zeit lassen, können wir, wenn möglich, sogar den Digitalzoom des Live-Views für ein noch feineres Ausrichten sowie zum Fokussieren mitbenutzen. Denn streng genommen ist mit dem Live-View ein genaues Zielen auf immer exakt dieselbe Stelle ohnehin viel besser reproduzierbar als beim Blick durch das Okular, bei dem die Position des Auges und somit auch der Blickwinkel relativ zu Fokusmessfeld und Zielpunkt beim Reingucken sowieso jedes Mal leicht variiert. Dadurch wird das Hyperlapse wackeliger, was wiederum mehr Stabilisierung erfordert und dies wiederum bedeutet eine Reduktion unserer Auflösung. Mit etwas Übung schafft man nach und nach sogar immer kürzere Intervalle und weitere Distanzen, sodass man sich an die Nutzung von Timern mit fest definierten Intervallen ruhig heranwagen kann. Nun wird alles noch stabilisiert. Dazu gehen wir als allererstes in LR Timelapse und Lightroom. Zur Sicherheit habe ich 3 Hyperlapses vom selben Motiv gemacht. Wir nehmen für die Demonstration das kürzeste mit 90 Bildern. Wir öffnen zunächst Lightroom und gehen in die Bibliothek. Dann ziehen wir das erste Bild unserer Sequenz in das Bibliotheksfenster. Wenn die Bilder geladen sind, drücken wir auf Entwickeln. Jetzt schauen wir uns die Bilder mal an, und zwar gucken wir uns das erste und das letzte Bild an. Beide müssen mit 4 Sternen markiert werden. Mit der Bearbeitung fangen wir gleich beim letzten Bild an, da hier ziemlich offensichtlich ist, was zu tun ist. Nun gehen wir rüber zum ersten Bild und machen hier dasselbe. Die Anpassung kann so stattfinden, wie es einem beliebt. Je nachdem, was für eine Art Verlauf man haben will, passt man eben das erste gegenüber dem letzten dementsprechend an. Nun, wenn die Bearbeitung soweit fertig ist und uns alles so gefällt, gehen wir auf die Bilder, klicken Rechtsklick, Metadaten in Datei speichern. Nun kann man sehen, wie in den Quellordner die XMP-Dateien reingeschrieben wurden. Im nächsten Schritt werden wir mit LR Timelapse einen Verlauf vom 1. bis zum 90. Bild berechnen lassen. Das passiert, indem wir auf Autoübergang und auf Speichern drücken und im Anschluss auf Visuelle Vorschauen. Hierbei ist ganz wichtig zu verstehen, dass jedwede Änderung, die am Deflickering vorgenommen wird, eine erneute Berechnung des Übergangs erfordert und demnach auch die Videovorschau nochmal ganz von vorne berechnet werden muss. Wie man hier sehen kann, habe ich auch ein wenig herumexperimentiert und die Veränderungen jedes Mal abgewartet, bis sie mir schließlich gefallen hat. Damit die feinen Änderungen überhaupt einen Effekt haben, muss dennoch jedes Mal danach auf Speichern gedrückt werden, sonst funktioniert es nicht. Also ich bin sehr zufrieden mit der Sequenz. Ich drücke zur Sicherheit jetzt nochmal auf Speichern. Wieder in Lightroom rufen wir die geänderten Metadaten ab, indem wir auf Metadaten aus Dateien lesen drücken. Wir können sehen, dass die Vorschaubilder sich jetzt ändern. Man darf jetzt ruhig noch kleine Anpassungen vornehmen, allerdings muss man darauf achten, dass bei der Synchronisation eben nur solche Teile angeklickt werden, die nicht zum Verlauf gehören. Die kleinen Luminanzanpassungen gehörten eben nicht zum Verlauf, deswegen wirken diese sich auch nicht darauf aus. Wir speichern nochmal alle Metadaten und können direkt exportieren. Statt JPEG könnte man auch direkt die RAW-Daten in After Effects lesen, allerdings ist der Workflow viel zu langsam. Hier kann man jetzt sehen, wie die JPEGs von Lightroom in den Ordner geschrieben werden. Nun öffnen wir After Effects und importieren die JPEG. Im besten Fall sind das Programm sowie die JPEG auf einer SSD-Festplatte, in dem Fall auf dem Desktop. Wenn wir den Ordner haben, klicken wir das erste Bild an und gucken, dass bei Importer JPEG-Sequenz das Häkchen drin ist. Jetzt wird mit der linken Maustaste die Sequenz aus dem Projektfenster in die Timeline gezogen. In den Projekteinstellungen stelle ich noch ein, dass Frames angezeigt werden. Ich kopiere mir den Dateinamen der Sequenz und speichere auch die ganze After Effects Datei unter diesem Namen.
Jetzt gucken wir uns die Sequenz nochmal im Ganzen an und hoffen, dass keine Doppelbilder drin sind. Die Vorschauauflösung wie auch die Bearbeitungsauflösung sollte auch voll sein, damit wir ganz genau arbeiten können. Dann ist es immer sinnvoll zu gucken, ob nicht doch der Warp Stabilizer einem einen Großteil der Arbeit wegnehmen kann. Klicken da auf Erweitert, detaillierte Analyse, nur stabilisieren und bei Methode auf Position, Skalierung und Drehung. Und die Glättung mache ich meist so auf 1%, je nachdem. Das Ganze dauert jetzt eine Weile, bis es fertig analysiert und stabilisiert hat. Dann wollen wir mal sehen, was der Warp Stabilizer geleistet hat. Nicht schlecht, allerdings kann man sehen, dass noch leichte Wackler da drin sind. Um den Warp Stabilizer nun ein zweites Mal über den ersten drüber laufen zu lassen, brauchen wir eine neue Unterkomposition. Und damit nichts weggeschnitten wird, habe ich jetzt den Rahmen etwas vergrößert. Nun halten wir mit der linken Maustaste erstmal umbenennen, wichtig. Das ist jetzt die gewarpte Sequenz. Damit wir die auseinanderhalten können, benenne ich die vorher um. Warped Only, gut. So, nun nehmen wir die Warped Only und ziehen die mit der linken Maustaste hier in das Filmsymbol rein. Nun ist sie in Warped Only 2 umbenannt worden. Jetzt können wir den Warp Stabilizer ein erneutes Mal starten auf diese neue. Was mir schon öfter aufgefallen ist, dass die Schärfe ein wenig leidet, je mehr Kopien man von einer Komposition erstellt. Das heißt, jede weitere Kopie, auf die wir den Warp Stabilizer anwenden, wird ein wenig die Schärfe reduzieren. Deswegen vergleiche ich jetzt mal die beiden Stellen miteinander. Aber ich denke, wenn man das bei einer Kopie belässt, dann wird der Unterschied noch nicht so deutlich sichtbar, wie jetzt zum Beispiel bei der 5. Kopie. Also hier sieht man, wie gesagt, noch keinen großen Unterschied, wenn überhaupt. Aber sollte man das jetzt 5-mal wiederholen, dann würde man eine deutliche Schärfereduktion erkennen. Gut, das zweite Mal ist jetzt fertig. Nun holen wir uns noch die Lineale rein bei Ansicht. Und ich werde jetzt noch die Farbe von den Linealen ändern. Das geht bei den Bearbeiten, Voreinstellungen, Raster und Hilfslinien. Hier bei Farbe einfach mal Rot zum Beispiel. Okay, und gucken, was der Warp Stabilizer gemacht hat. Ja, es ist ein Unterschied. Es sieht auch schon sehr gut aus, keine Frage. Das zweite Mal hat jetzt auch noch mal so ganz bisschen was gebracht, aber diese pixelgenaue Präzision, die das Tracking erreichen kann, bekommt der Warp Stabilizer einfach nicht hin. Deswegen habe ich nochmal aus der verwackelten Originalsequenz eine neue Komposition erstellt. Das ist die Originalsequenz nochmal und die wird jetzt komplett getrackt. Zuvor werden wir die Warped Only 2 auch nochmal andersweitig bearbeiten, und zwar mit den Transformationswerkzeugen. Denn oft ist es so, dass der Warp Stabilizer bis auf wenige Stellen in der Sequenz eigentlich eine super Arbeit geleistet hat und man dann nicht wirklich alles von vorne machen muss. Man kann dann einfach nur die paar Frames stabilisieren mit den Transformationswerkzeugen und man kann mit dieser halbautomatisch, halb manuellen Methode doch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Der Warp Stabilizer macht alles so schön weich und smooth, aber er fixiert die Objekte nicht an einem Pixel. Also kann man nachhelfen und mit den Positionen, Skalierung und Drehung einzelne Frames nachbearbeiten. Sollte dies dann doch zu lange dauern, kann man sich überlegen, einfach direkt die rohe Datei komplett mit dem manuellen Tracker zu bearbeiten. Das macht manchmal doch mehr Sinn, direkt manuell loszulegen, als die gewarpte Datei mühevoll nachkorrigieren zu müssen. Nun gehen wir auf unsere originale unstabilisierte Datei. Die habe ich nur umbenannt in Tracked, weil ich sie ja vorhabe zu tracken. Ich ziehe mir die Lineale direkt rein und fange mit dem Tracking an. Hierzu holen wir uns besser noch eine zweite Ebenenansicht.
und können dann direkt sehen, wie die einzelnen Änderungen sich auswirken. Wir klicken hier bei dem Fenster Tracking auf Bewegung stabilisieren und ziehen unseren Trackpoint 1 auf eine geeignete Position, am besten auf eine kontrastreiche Stelle auf dem Objekt. Um die Chance zu erhöhen, dass der Tracker in den folgenden Bildern die gleiche Stelle wiederfindet, machen wir den inneren und den äußeren Rahmen einfach etwas größer. Dadurch erhöht sich allerdings die Berechnungszeit jedes Mal. Dann gibt es dann noch die Tracking-Option, zum Beispiel, dass der Tracker auf den RGB-Kanal oder auf die Sättigung geht. Zum Beispiel kann man auch noch einstellen, dass der Tracker stoppt, wenn der Prozentsatz der Genauigkeit unter einem gewissen Wert liegt. Man kann da wirklich viel herumexperimentieren und ausprobieren. Ich habe jetzt hier eingestellt, der Tracker soll stoppen, wenn er meint, dass die Genauigkeit unter 90% liegt. Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn wir Bild für Bild nach vorne analysieren, die Genauigkeit höher ist, als wenn wir alles auf einmal durchanalysieren lassen. Wenn der Tracker den Punkt einfach nicht finden will und man merkt, es macht keinen Sinn, sollte man einen anderen Punkt ausprobieren und gucken, ob der vielleicht einfacher vom Tracker gefunden wird. Sollte dies auch nicht funktionieren, so gibt es einen Trick, den zeige ich euch jetzt. Dazu löschen wir das ganze Tracking nochmal und fangen von vorne an. Also Bewegung stabilisieren und dann nicht diesen Mittelpunkt nehmen, sondern wir nehmen den Trackpunkt selbst als eine Art Schablone. Also wir drücken hier auf gar keinen Fall irgendwas mit nach vorne analysieren oder sonst was, sondern wir gehen Bild für Bild vor und nutzen den inneren wie den äußeren Rahmen des Trackpoints einfach als Schablone. Da das ja ein Quadrat ist, was total symmetrisch ist, ist auch der Punkt immer in der Mitte. Sofern wir es unterlassen, irgendwie auf nach vorne analysieren zu drücken. Also man bleibt hiervon weg und nutzt zweckentfremdet einfach die Quadrate. Da ist aber wichtig, dass man hier die Punkte Feature-Zentrum, Vertrauen und Anfügepunkt aktiviert, sonst trackt man ins Leere. So, dann trackt man und trackt man und trackt man und ist mit der ganzen Sequenz durch. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist, ist es nichts passiert. Man hat eine halbe Stunde oder so völlig für die Katz immer die Quadrate verschoben. Also auf jeden Fall darauf achten, Feature-Zentrum, Vertrauen und Anfügepunkt müssen aktiviert sein, damit man manuell Bild für Bild dieses Quadrat setzen kann. So, das kann man also eine Zeit lang machen, bis einem auffällt, dass man ja eine zweite Runde das Ganze durchführen muss, nämlich für den zweiten Trackpoint, nämlich der für die Drehung zuständig ist. Also auch den an eine geeignete Stelle setzen, die man Bild für Bild wiedererkennen kann. Auch hier werde ich davon absehen, den Tracker einen Kontrastpunkt suchen zu lassen, sondern lege gleich fest, es ist die perspektivische Mitte des Gebäudes, auch wenn es sich jetzt gleich weiter drehen wird, ist es immer die Mitte des Quadrats in der Mitte des Gebäudes. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. So, dann werden wir uns mal den Zwischenstand anschauen, anwenden. Ich bin leider nicht sehr zufrieden. Also mir hat die gewarpte sogar besser gefallen, deswegen mache ich von der ersten gewarpten eine Kopie. Die benenne ich um in Warped und da ich sie gleich tracken werde, werde ich sie Warped and Tracked nennen. So, und mit der jetzt das gleiche Spiel wie vorhin, nur jetzt von hinten nach vorne, weil hinten waren die deutlichsten Wackler zu sehen. Hier an der weißen Antenne setze ich an und bewege mich jetzt einfach Schritt für Schritt nach hinten. So, wir lassen den Tracker jetzt mal halbautomatisch nach hinten analysieren, Bild für Bild, weil das genauer ist. Und wenn der Tracker den pixelgenauen Mittelpunkt der Satellitenschüssel auch nicht genau trifft, so braucht man jetzt hier nur ein ganz kleines bisschen jedes Mal nachzuhelfen, da ja der Warp Stabilizer schon einiges an Vorstabilisierung geleistet hat und die zu trackenden Bereiche schon ziemlich dicht beieinander liegen. Also es sind nicht mehr wie vorher ein paar hundert Pixel, sondern eher ein paar Dutzend. Und dadurch muss der Tracker natürlich nicht so viel suchen.
So, und da mir das wirklich am besten gefällt, nenne ich die Sequenz nochmal um in Tracked Best. So weiß ich genau, okay, von allen 4 Versuchen ist das die beste Lösung gewesen. Nichtsdestotrotz werde ich hier noch ein bisschen feiner stabilisieren und ziehe dazu auch noch den Ankerpunkt der Komposition auf den Mittelpunkt der Satellitenschüssel. Dadurch wird diese dann das Zentrum der Rotation. Ich denke mal, der Parameter Position ist jetzt perfekt. Jetzt gehen wir über in die Drehung. Das alles passiert nur noch über die Transformationssteuerung, nicht mehr über die Tracker. Es sieht aber schon ziemlich gut aus, also werde ich hier nur an den notwendigsten Stellen etwas machen. Zuletzt füge ich noch den Effekt Unscharf maskieren hinzu und lasse die Stärke mit den Keyframes noch ein wenig variieren. Vor dem Rendern ändere ich nur noch die Kompositionseinstellungen so, dass keine Randbereiche abgeschnitten werden. Und um zu rendern, dann auf Komposition an die Renderliste anfügen, hier die Einstellungen vornehmen und zwar in dem Fall als JPEG-Sequenz, da ich mit dieser Datei noch etwas vorhabe. Jetzt noch rendern, dann fertig. So, einmal im stabilisierten Zustand. Man könnte hier noch etwas verbessern. Hier die Originalversion und hier mal beide im Vergleich. Und der Vollständigkeit halber hier noch die beiden anderen Hyperlapse-Versionen, die ich im Laufe des Tutorials vom selben Gebäude geschossen habe. So, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!